Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mein neuestes Baby vorstellen, die Insta360 One X2, eine 360-Grad-Kamera. Jo, ich habe mir so ein Standard-Paket gekauft, das heißt die Kamera, Ladekabel, USB-Kabel, um das Ganze zu überspielen. Ja, 149 Gramm, super kompakt, extrem wertig verarbeitet, wie ihr sehen könnt. Auch von der Bedienung her, also wirklich ein Kracher, finde ich. Macht auch super Spaß, mit der Kamera umzugehen. Zwei wesentliche Punkte. Hier wird die Kamera verbunden, ob ihr die ladet oder die Bilder übermittelt auf dem PC. Dann das zweite Fach ist unten drunter, das ist das Batteriefach. Hier ist dann auch der Chip drin, wo ihr die Aufnahmen abspeichert. Genau, und dann das Ganze wieder so zusammenstellen. Ja, auch was auch cool ist, man kann als Motorradfahrer einfach auf den Knopf drücken und das Ganze geht dann sofort in den Aufnahmemodus, wie ihr das hier seht. Ihr habt so eine kleine Kamera als Kontrolle dabei, also macht auf jeden Fall einen kompakten, guten Eindruck. Ja, auch technisch ist die One X2 absolut auf der Höhe. Man kann hier bis zu 5,7K Videos drehen. Es hat eine ultrastarke Flow-State-Stabilisierung, auch ganz wichtig. Ja, ihr könnt es mittels Sprache steuern, ihr könnt Livestreams damit machen, Touchscreen und so weiter. Auch ein Zubehörprogramm kommt ihr auch nicht drum herum. Ich habe hier ein Paket gekauft, da könnt ihr dann entsprechend verschiedene Anknüpfungspunkte an die Maschine kaufen. Auch hier sehr wertig verarbeitet, sehr einfach zu verstellen und immer wieder das gleiche Anschlusssystem für die Kamera. Das zieht sich eigentlich durch das ganze Zubehörprogramm dazu. Jo, eben wie gesagt, ihr könnt es dann verlängern. Ihr habt auch so Stativmöglichkeiten, also da seid ihr völlig frei, was ihr dann auch genau brauchen könnt oder braucht. Jo, das Ganze kommt dann hier mit so Schachteln. Hier gibt es dann nochmals diverse Anschlüsse. Man kann das Ding an den Helm kleben. Man kann, ja, überall, wo es Platz hat und die Kamera einigermaßen hält, könnt ihr hier verwenden. Super. Ja, wenn ihr dann auf dem Motorrad Videoaufnahmen gemacht habt mit der Kamera, ladet sie auf den PC. Habe ich jetzt hier gemacht. Und wenn ihr dann diese Videos dann anklickt, kommt ihr ins Insta360 Studio. Das ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen. Und mit diesem Programm bearbeitet ihr dann die Videos, die Kameraeinstellungen etc. Genau, und ja, das ist, sage ich mal, der komplizierteste Teil, da muss man sich echt reindenken, da kann man nicht intuitiv einfach mal schnell ein Video erstellen, da müsst ihr euch wirklich Zeit nehmen und das lernen. Cool ist, ihr könnt mit der Maus hier einfach ins Bild reinklicken, dann die entsprechende Kamerawinkel einstellen, wie ihr das gerne haben wollt. Genau, aber dann, das ist das eine, das ist, sagen wir, der einfache Teil. Ihr müsst dann natürlich das Ganze da wirklich auch schneiden und entsprechend, das ist nicht automatisch, kommt das. Also jetzt diese Perspektive, die muss man einstellen und dann sagen, so, und jetzt möchte ich das als Endresultat haben und entsprechend, ja, bedarf das einfach Einarbeitungszeit, um sich hier zurechtzufinden. Aber ich finde, ich habe einen guten Eindruck von der Software. Das, was ich bis jetzt gemacht habe, hat eigentlich hervorragend funktioniert. Es gibt sehr gute Tutorial-Videos, die ihr auf YouTube findet. Und da könnt ihr so ein Self-Training, könnt ihr euch das aneignen. Da bin ich momentan gerade und ja, tut am Anfang ein bisschen weh, aber so lernt man halt dann wirklich auch die Funktionalitäten dieses Programms kennen, die Spezialitäten und am Ende, ja, kann man dann kreativ sein Endprodukt dann
rendern und dann als File in einem Schnittprogramm weiterverarbeiten. Also nur ganz kurz, es gibt eins, kostenlos, perfekt. So, das ist jetzt ein fertiges Video, gerendert, erstellt mit Insta360 Studio. Ich habe das aber nicht selber zusammen, also diese Kameraschwenks habe ich nicht selber erstellt, sondern das Studio hat ein Programm drin, das mit künstlicher Intelligenz hier selber so einen Flow hineinbaut. Also das heißt, so diese Übergänge, gerade wenn ich jetzt hier in die Kurve gehe, werdet ihr jetzt sehen, dass die Kamera in dem Moment automatisch jetzt zum Fahrer rüberschwenkt, ihn eigentlich hier in den Mittelpunkt setzt. Durch das jetzt aber gerade wieder eine andere Kurve kommt, schwenkt die Kamera wieder automatisch in die nach vorne Perspektive. Und das kann man manuell machen, wie möchte ich das gerne haben, aber hier habe ich es jetzt tatsächlich einfach von der KI machen lassen und sowas kommt dann am Ende raus. Ja, das war's schon. Ich hoffe, ihr konntet hier so einen kleinen Eindruck kriegen. Ich werde die Insta360 One X2 jetzt häufiger auch einsetzen, um meine Helmkameraperspektive oder Brustperspektive noch zu ergänzen. Jo, wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Es ist gutes Wetter angesagt, Motorradwetter, geht aufs Bike, fahrt vorsichtig. Tschüss!